Mein Name ist Tali. Das heißt der Morgentau auf Hebräisch, denn ich bin in Israel, Schrägstrich, Palästina geboren und gehe ohne Pronomen und bin in Frankreich aufgewachsen und lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Arbeite in der Medienbranche beziehungsweise als kunstschaffende Person, habe im Schauspiel angefangen, dann Performances und irgendwann mal auch die Regieposition genommen. Meine Geschlechtsidentität. Ich habe irgendwann mal vor etwas über 10 Jahren das erste Mal den Begriff non-binär, also nicht binär oder gender non-conforming gehört. Und da habe ich für mich gesagt, das ist es, weil bis dahin war es mehr in dem Bereich not trans enough und sehr in das eine oder andere gefangen, hatte ich das Gefühl, in das, was Mensch als weiblich oder was Mensch als männlich bezeichnet. Und ich hatte irgendwann mal ein sehr interessantes Gespräch mit einer befreundeten Person, die mich gefragt hat, ja, aber was meinst du denn mit maskulin oder ich bin zu maskulin? Und dann meinte ich, ja, ich bin halt ich mag es, dominant zu sein, ich mag es, ich bin sehr sportlich, ich mag gerne Bohrmaschine in die Hand nehmen, ich fahre gern Motorrad. Du so, ja, aber das sind alles so Dinge, die du tust oder Adjektive, die du benutzt. Warum ist es dann für dich männlich oder weiblich? Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, das ist das, was die Gesellschaft mir erzählt, was diese Dinge sind und wo die Unterscheidungen sind in das Konstrukt der Gender-Binaritäten. Das ist männlich und das ist weiblich. Und da hat es in mir gestartet, sehr vieles zu dekonstruieren. Ja, all diese Sozialisierung oder eben Erziehungen in mir zu dekonstruieren. Und wo ich heute stehe, ist der Wunsch oder die Bemühungen, mir selbst gegenüber, mich selbst nicht in eine von diese 2 Boxen, was immer wieder auch sehr schwierig ist, weil die Gesellschaft nun mal sehr in diese 2 Kategorien lebt und vibriert und erzählt. Das sind dann wirklich eine tägliche Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Schritt, die ich von morgens, wenn ich aufwache, bis abends, wenn ich einschlafe, so raus aus den männlich-weiblich, sondern ich bin heute ziemlich hart unterwegs und ich habe Lust auf einen Schnurrbart oder also dass meine Haare hier sichtbarer werden oder manchmal liege ich dann und streichen mir die Beine und merke, die Haare, die sind mir heute zu hart. Und das hat gar nichts damit zu tun eigentlich dass ich eigentlich in einen Frauenkörper geboren bin und deswegen haben meine Beine glatt zu sein. So gar nichts davon. Und ja, manche Tage sind voller Ärgernis, weil ich mich dann über das, was ich internalisiert habe, mich ständig ärgere, weil es gar nicht passt, wie ich mich so fühle. Und manche Tage sind super, weil ich dann voll in dem Flow bin und voll in der Qualität der Sachen und nicht in diese Kategorien männlich und weiblich. Es hat sich in den letzten 2 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht seit Corona, sehr viel mehr getan, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich darunter leide, als weiblich gelesen. Früher war es mir egal. Ich habe immer gedacht, meine Identität hat nur mich zu interessieren und was die anderen draußen sehen, ist mir egal. Und habe irgendwann mal gemerkt, das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn mich Menschen als Frau bezeichnen oder sehen, ist meine direkte Reaktion auch in den unangebrachtesten Situationen, wie zum Beispiel gestern bei der Arbeit, also voll in dem cis-heteronormativen Bereich, wo sagte ein Mann, ja, junge Frau, nicht so, ich bin keine Frau. Und ich habe dann sofort die Reaktionen gemerkt, das war so direkt so eine kleine Anspannung, aber ich kann das nicht mehr, weil es mir wichtig ist,
gesehen zu werden. Es geht mir nicht darum, dass Frau oder Mann der richtige oder nicht richtige Begriff, sondern es ist ich. Und das Ich ist nicht eine Frau. Und das ist das, was mir so super wichtig ist, auch in der Familie. Ich habe zwar mit den Größteilen meiner Familie keinen Kontakt mehr, aber mit meiner Schwester. Und wir hatten ja vor 2 Jahren einen sehr intensiven Gespräch geführt, weil ich weiß, dass es nicht aus einem Ort sie wollte mir nichts Böses. Aber das hat mir immer wieder, die Resonanz war immer wieder, du siehst mich nur zu einem bestimmten Anteil. Und es war mir wichtig, dass sie eben das Wording da reinholt, weil das nicht-binäre Wording ist super schwierig, gerade in Französischen oder auch im Deutschen. Im Englischen ist es wesentlich, also jedenfalls empfinde ich das als wesentlich einfacher. Da ist they, them ist direkt da. Auf Französisch ist es irgendwie viel schwieriger, weil es alles sehr stark in diese il oder elle. Und mittlerweile, und wir hatten diese intensiven Gespräche und immer wieder fallen befreundete Personen oder eben Familie in dem falschen Pronomen benutzen. Und es ist okay, eine Zeit lang sich dafür zu entschuldigen und zu sagen, ich arbeite dran. Nach 2 Jahren fühlt sich das ein bisschen wie eigentlich begreift ihr nicht, worum es eigentlich geht. So, und das ist das, was so schmerzhaft dann ist in dem Umgang. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schöne Momente, wie diesen Sommer kam meine Nichte zu Besuch. Meine Nichte ist schon sehr cis-heteronormativ Bubble. Und sie sagte, ja, oui, Tati, also Tati ist das Weibliche, also ist Tante. Und sie sagte, ich habe mir Gedanken drüber gemacht und was hältst du davon, wenn ich dich ab heute Tonti nenne? Also es ist die Mischung von Tonton et Tati. Und das hat dann richtig gut getan, weil ich merke, sie hat sich Gedanken drüber gemacht, was es für mich bedeutet, bestimmte Pronomen benutzt zu haben oder eben nicht. Und ja, wenn mir nahestehende Personen dann mir das Gefühl zeigen, ich will dich begreifen, ich will dich sehen, so wie du bist, das tut gut. Tatsächlich gab es nicht so viele Vorbilder und doch sehr prägnante Vorbilder oder Menschen, die irgendetwas einen Raum aufgemacht haben, das es bis dahin in meinem Leben nicht gab. Und das sind natürlich Stars, logischerweise. Ne? Das ist ja das, womit ich dann in Kontakt gekommen bin, als MTV angefangen hat und auch davor, wie auch immer, ich verliere mich. Zuallererst war Robert Smith. Also ich war ein absoluter Cure-Fan und dann diese scheinbar Boy, der dann lange Haare mit Schminke, das war für mich so, okay, das ist möglich. Oder Boy George, der danach kam, mit gar keine Definition. Oder Grace Jones, das so überhaupt nicht in diese Klischee, das ist eine Frau und das ist ein Mann, sondern die Dinge vermischt haben und so damit gespielt haben, mit diesem nicht greifbaren, fluiden, freien Ausdruck geben. Und das hat mich damals, obwohl ich keine Worte darauf packen konnte, absolut fasziniert. Und ich habe immer wieder mit meiner Erscheinung sehr viel gespielt. Also ist ja klar, als Teenie willst du quasi, ne, das hat ja, du gehörtest dann zu der und der Gang, wenn du dich so und so angezogen hast. Und ich gehörte zu der Punk-New Wave-Szene. Und da hat das Äußere einfach sehr viel. Und ich habe sehr viel damit gespielt, mit eben nicht das Klischee weiblich, was von mir erwartet wurde, Ausdruck geben wollte. Und habe mich sehr lange auch da drin verloren, ehrlich gesagt, in dieses, bin ich eigentlich eine transmaskuline Person, weil ich da so fasziniert war von dem scheinbar Gegenüber, was eigentlich alles heutzutage rückblickend betrachtet gar nicht so war, sondern in der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt, wo ich gelebt habe, war männlich-weiblich so stark, Frau-Mann, dass ich mich da in Opposition
gebildet habe und deswegen immer eher Männerklamotten angezogen habe. Alle Kleider von meinem Opa habe ich geliebt, Anzüge, das hat dann gepasst in dem Style, was ich damals irgendwie gerne geben wollte. Jetzt rückblickend merke ich ja, ne, damals habe ich gedacht, es ging ja eher darum, musikalisch einen Ort zu finden, das meine emotionalen Struggles so Ausdruck gibt. Und rückblickend merke ich, wie das alles so ineinander verbunden ist, weil es waren ja auch eben, wie gesagt, viel mit dem Äußeren arbeiten und wo ich dann merke, ja, das hatte viel mit meiner Suche nach meine eigene Identität, auch viel oder viele Jahre habe ich mich auch viel mit der sexuellen Identität die damit auch natürlich verbunden ist, so, ne? Das immer wieder sehr problematisch war und ein sehr großer Struggle und ja, ich hatte nicht so viele Vorbilder und doch, die waren ja eben in der Musik verankert. Auf jeden Fall hatte das viel miteinander zu tun. Also dieses von innen nach außen hat vieles von mir geschrien, so wer bin ich, wo gehöre ich rein? Ne? Das sind dann oft die Fragen, gerade wenn du Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bist, du willst irgendwo deine Bubble finden und das ist ja quasi ein Innenschrei, der nach außen nach eine Resonanz sucht und irgendwann mal macht das Außen aber resoniert und denkt so, interessant, ja, das ist zu mir gekommen, ne? Und wieso hat es mich so fasziniert? Und das sind dann Fragen, die einem die ganze Zeit beschäftigen und die mich definitiv dahin gebracht haben, da wo ich heute bin, auf jeden Fall. Die queere Community war früher für mich sehr viel wichtiger und sehr viel notwendiger und irgendwie ja fast lebensnotwendig, weil es mir geholfen hat, mich selber zu begreifen, sozusagen. Ne? Das war deswegen ist, glaube ich, ist Mensch auf der Suche immer nach der Bubble, also im Sinne von Menschen, die mir ähnlich sind, weil es dadurch mir die Möglichkeit gegeben hat, mich selber noch mehr zu begreifen, weil in eine Welt oder in eine Gesellschaft zu sein, in der ich nur das Gefühl vermittelt bekomme, ich bin anders, ich bin nicht so, wie du gerade, was das gerade resoniert, dann war ich sehr viel im Schmerz. Und wenn ich dann auf einmal in einen Ort komme, wo viel Resonanz, bei mir ist es genauso oder bei mir ist es auch so, aber ein bisschen anders und da ein Austausch stattfinden kann und die Resonanz im Außen einem wohlwollend ist, das war super, super wichtig. Es gab allerdings damit verbunden auch sehr viel, ich meine, ich rede ja von den 80er, 90er Jahren, ne? Zu dem damaligen Zeitpunkt die Gay-Bubble war gay. Die war sehr stark in den Mann und Frau. Ich war ziemlich eine der wenige weiblich gelesene Personen, die dann bei den Schwulen, also mit Cis-Männern zusammen waren, weil ich davon immer fasziniert war. Habe aber gemerkt, wie viel von meiner selbst ich dann abgeschnitten habe und immer wieder es gab eben zwei Seiten. Es war immer wieder, ja, ich resoniere mit dem, was du sagst, aber immer wieder auch sehr stark, bei mir ist es überhaupt nicht so und es schneidet so in meinem eigenen Empfinden, so dass ich eine Zeit lang auch sehr stark wieder raus musste, nicht aus der queere Szene, weil da die Bubble, die ich mir selber, also die Menschen, die quasi um mich herum waren immer eher auf der Suche, immer eher questioning anstatt zu labeling. Und doch passiert da super schnell ein Labeling. Und sobald Labeling da ist, schneidet es mich sehr stark. Und weil es mich immer sehr viele Jahre geschnitten habe ich immer die Sorge, wem schneide ich, wenn ich das Labeling benutze. Und das ist etwas, wo ich merke,
ich finde es gut, in meiner Community nicht so nonstop zu sein. Ja, weil es so, ja, weil es halt, das ist das, was ich meine, da gibt es keine Reibung. Wir sind alle einverstanden mit und haben alle das gleiche Wording und doch fehlt eine bestimmte Ebene, weil dasselbe Wording kann ja für niemanden das Gleiche bedeuten. Der Überbegriff oder der Übertitel von meinem Leben right now ist Sein. Also, und was ich damit meine, ist tatsächlich hier sein. Hier mit dir vor dieser Kamera oder gleich auf die Straße, in der Autobahn oder in die Straßenbahn oder und zwar nicht nur hier sein, ich für mich mit dem Blick nach unten und mit der Kapuze hoch und so mich halten, sondern mehr ein brave enough sein, um wirklich mit den Zittern, mit den Ängsten, mit den Gefahren, aber auch mit der Freude und mit dem warmen Gefühl, dass es bedeutet, gerade hier mit dir zu sein oder gleich woanders zu sein. Und wie schön es eigentlich ist, dass ich einen Körper habe, in das ich sein darf und auf das ich hören kann und dass dieses Sein ermöglicht, weil irgendwann mal wird es nicht mehr sein. Es wird diesen Körper nicht mehr geben und diese ganzen Erfahrungspalette wird nicht mehr sein. Und es ist geswitcht gerade von den starken Wunsch oder Bedürfnis von Safe Spaces, also Orte, wo ich in meine Bubble war, mit meinen Menschen, meinen vertrauten Menschen so safe wie möglich zu sein, um überhaupt Dinge artikulieren zu können und zu merken, wie ich immer mehr in Brave Spaces Bereiche gehe, also ich habe das Glück, dass ich jetzt eine Bubble etabliert habe, also Menschen, mit denen ich sein kann und wo ich weiß, ich kann über alles reden und dann irgendwie zu merken, und es ist auch wichtig, Reibungen zu haben. Also mir ist es wichtig, irgendwie mich eigentlich immer weiterzuentwickeln. Das ist auch der Aspekt, der sowohl für mein Gender-Empfinden, der eigentlich sehr fluid ist, in auch meinem gesellschaftlichen und in meinem Leben Dasein ist sehr fluid. Und durch die Erfahrung, wie toll es ist, in einem Raum zu sein oder mit einem Menschen sich zu unterhalten, mit dem man überhaupt nicht allein ist von dem Mindset und zu merken, aber da ist Liebe da ist Respekt da ist, okay, ich bin ganz anders und du bist ganz anders, aber wir können uns darüber austauschen und ich begreife ein bisschen mehr von der Perspektive und der andere oder das andere begreift auch ein bisschen mehr von meiner Perspektive, dann ist irgendwie, das ist magischer. Das ist irgendwie, ich könnte nicht beschreiben, weshalb, aber es macht etwas mit mir währenddessen und im Nachhinein, das sehr viel mehr ist als davor. Was ich jungen Menschen mitgeben möchte, ist, es gibt nicht entweder oder. Es gibt nicht das eine oder das andere oder schwarz, weiß, gut, schlecht. Und jeder Gedanke oder jeder Gruppe oder jedes Narrativ, das uns in diese Entscheidung entweder oder drängt, ist ein Nichtsein. Das ist so super brainy, ne? Aber es ist für mich ganz konkret, ab der Zeitpunkt, wo ich mich für das eine oder das andere entscheiden muss, dann höre ich auf, hier zu sein.